Ja, herzlich willkommen zum Wochenfazit vom Tegernsee heute. Wunderschön hier. Und das Wochenfazit hätte es eigentlich gar nicht geben sollen, denn es war irgendwie eine unproduktive Woche und ich war nicht fit wirklich und vieles ist nicht so gelaufen, wie ich mir das dachte und ich habe mir erst Sorgen gemacht und ja, so dachte ich, nö, jetzt heute weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und doch, so wie es immer oft ist, die wirkliche Größe einer Woche oder das Besondere einer Woche, das liegt eben nicht in diesen äußeren Dingen. Das liegt auch nicht in der Produktivität, sondern das liegt in verschiedenen Erkenntnissen, ja, in Begegnungen, in einer Träne, die du weinst, wo dich wirklich eine Sache bewegt und zwar tief bewegt. Und deswegen jetzt hier ein Plädoyer für das Wochenfazit. Ja, Tagebuch ist bekannt, Journaling, auch jetzt ein Jahresrückblick, klar, ist natürlich ganz vielen ganz wichtig, sogar jetzt ein Quartals- oder Monatsfazit oder Review sind im Fokus, aber ein Wochenfazit oder ein Wochenreview ist nicht so ganz klar und nicht die Wichtigkeit oder die Wirkung einer Wochenreflexion wird einfach noch viel zu wenig beachtet. Und so haben wir, so ist mir jetzt einfach in der Woche ganz neu und ganz besonders bewusst geworden, wie sehr diese 2 Jahre oder über 2 Jahre, wo wir jetzt das Wochenfazit machen, eigentlich ganz ziemlich regelmäßig und wo viele Stunden irgendwo auch drinstecken, weil es ist nicht irgendwo, dass das vom Himmel fällt und uns dann klar ist, sondern es ist so richtig eine bewusste Handlung, bewusste Zusammenfassung, ein Überlegen, ein wirklich hin und her überlegen, was waren denn jetzt die relevanten Dinge in dieser Woche, was hat sich durchgezogen, was haben wir gelernt und so. Und das ist besonders, ja. Das ist viel mehr als ein Tag, weil es eben wirklich dann die Höhen und die Tiefen und viel mehr, also 6-mal oder 7-mal mehr in Betracht zieht bei der Beurteilung. Es ist das erste Mal eine wirkliche Reflexion über einen größeren Zeitraum, aber über einen sehr griffigen Zeitraum. Es ist das ideale Mittel, um runterzukommen, rauszukommen aus dem Hamsterrad. Es schafft wirklich auch eine Basis, macht die Woche auch zu was ganz Besonderem. Einzigartig sind all die Wochen, wo wir jetzt in diesen 2 Jahren Wochenfazit machen. Alle Wochen sind irgendwo einzigartig und es ist wie ein Wochenbuch, also kein Tagebuch, sondern ein Wochenbuch. Und ich schaue immer wieder gern mal da rein, weil ich da auch dieses noch mitbekomme und noch weiß, wie es damals war, wie man damals gefühlt hat, was man da durchgemacht hat. Und es ist eben keine Eintagsfliege, ja, sondern ein wirklich was Gewichtiges und ein Wochenresümee wirklich, ja, eine Zusammenfassung, eine Analyse von ganz verschiedenen Dingen, ein Lernort sozusagen, an dem man ganz vieles mitbekommen hat, wo man sich dann wirklich auch verändert hat. Und da ist mir auch nochmal neu klar geworden, es hängt gar nicht so sehr von Produktivität, alle sprechen von Produktivität, von Erfolg und das und es muss weiter, schneller und besser, sondern es ist das Schöne ist, wenn man wirklich in die Tiefe geht und echte Veränderung erfährt. Ja. Das ist, was das Wochenfazit, diese Wochenreflexion macht und sie macht dich fähig, auch diese größeren Zeiträume dann, wie das Quartal vor allen Dingen, ja, und dann das Jahr zu betrachten. Du lernst, du kriegst das Equipment, du lernst es, wie das dann geht. Ja, und
deswegen hier ein Plädoyer für das Wochenfazit. Wir möchten gerne das ein bisschen öffentlicher machen. Wir möchten euch einladen, auch ein Wochenfazit zu machen. Eine liebe Person haben wir schon gewonnen, ja, aber wir möchten euch auch gewinnen und euch ich sag's jetzt mal so im Vorab, wir möchten sowas machen wie WeekView Live, euch da auch reinbekommen. Habt den Mut und gebt eure Erkenntnisse weiter, das ist wertvoll. Ich meine, ihr macht es wahrscheinlich viel besser, als ich es hier mache und ich rede zu langsam oder egal oder keine Ahnung. Also gibt viele bessere Redner als mich, aber ich betrachtet mich einfach als einen, der da vorangeht und der irgendwo auch seinen Mut zusammennehmen musste und muss, um hier vor der Kamera zu euch zu sprechen. Fasst euch ein Herz, aber macht die Sache wirklich regelmäßig. Es ist ein perfekter Wochenabschluss. Wirklich runterkommen, nachdenken, die Dinge zusammenfassen und du wirst dann merken plötzlich, und so ist mir jetzt die Woche gegangen, in dieser Woche, auch wenn jetzt nicht viel lief, auch wenn es irgendwie echt unproduktiv war, es sind vielleicht ein paar ganz entscheidende, lebensentscheidende oder firmenentscheidende Ideen und Erkenntnisse da gewesen, ja. Und du weißt es nicht, du weißt es bis heute nicht, du denkst vielleicht, die Woche ist schlecht gewesen und so, aber du weißt nicht, was heute vielleicht auch noch passieren wird und die Woche zu einer herausragenden Woche in deinem ganzen Leben macht. Ja, und so kann es jede Woche sein und das wünsche ich dir, dass du so wirklich markante, richtig lauter so Edelsteine, ja, es gibt so diese, ich weiß nicht, wie diese Bonbons heißen, die so intensiv schmecken nach irgendeiner bestimmten Art, irgendwas mit J vorne dran, oder Jelly Beans oder so ähnlich. Und so soll einfach jede deiner Wochen werden, so ein richtige, kräftige, markanter Zeitraum, in dem du wirklich was gelernt und was geleistet und was vorangebracht hast, was erkannt hast. Das wünsche ich dir von Herzen. Und dann, das gebe ich euch noch mit, in der Bibel heißt es mal, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre ist wie ein Tag. Und dann kannst du dir ein bisschen vorstellen, dass plötzlich ein Tag oder eben diese eine Woche, die ist irgendwie wie ein ganzes Leben dann. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein gesegnetes Wochenende, jetzt nochmal ganz zum Runterkommen, macht hier alles aus, was Arbeit ist und tankt's auf, seid dankbar und dann geht's wieder neu gestärkt weiter. In diesem Sinne, alles Gute euch, bis zum nächsten Mal, euer Nikolaus Obersteiner.